Nee. Schon wieder 0-3. Es macht keinen Spaß mehr. Immer und immer wieder liegst du früh hinten. Woran kann das liegen? Ja, und das möchte ich in diesem Video mit euch besprechen. Was könnt ihr machen, wenn ihr schnell in Rückstand liegt? Hier kommen meine 3 Tipps für euch. Bevor wir starten, ich fände es mega cool, wenn ihr diesen Channel abonnieren würdet. Also wollt ihr mich unterstützen, drückt auf die Glocke, abonniert den Channel und dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Videobeschreibung gibt es Infos dazu. Jetzt geht's los. Häufig ist es so, dass wenn ihr einem Rückstand hinterherlauft und einem 0-3 oder einem 1-4, dann wart ihr zu hektisch unterwegs. Versucht mal, und das ist mein erster Tipp an euch, das Tempo deutlich zu reduzieren, mit dem ihr euch auf dem Platz bewegt. Damit meine ich natürlich nicht, dass ihr langsamer zu Stops oder zu Bällen hinlaufen sollt, sondern ich meine damit die Zeiten nach den Ballwechseln bzw. die Zeit zwischen den Ballwechseln. Dass ihr da versucht, euch einfach mal mehr Zeit zu nehmen, euch mehr zu konzentrieren, eure Rituale. Ich empfehle euch, jeder Spieler sollte ein oder mehrere Rituale haben. Zum Beispiel euch ein Handtuch mit nach hinten nehmt, dann immer wieder mal zum Handtuch gehen und euch einfach mehr auf die Punkte vorzubereiten, mehr auf die Punkte zu konzentrieren. Das kann schon dazu führen, dass der Gegner sich damit beschäftigt und dadurch eben unsicherer wird, ungeduldiger wird und vielleicht eben halt auch das eine oder andere zulässt, mit dem ihr dann wieder ins Spiel hineinfinden könnt. Also Tipp Nummer 1, versucht euer Spieltempo etwas anzupassen, etwas zu verlangsamen, damit ihr noch mehr Fokus habt auf eure Punkte. Den zweiten Tipp, den ich euch geben möchte, ist, dass ihr euch natürlich mit dem Spielverlauf auseinandersetzen solltet. Ihr habt ja bis zum 0-3 oder 1-4 oder sei es egal was, habt ihr ja irgendwas gespielt, was letztendlich dafür ausschlaggebend war, dass ihr entsprechend zu diesem Spielstand gekommen seid. Also versucht, zum Beispiel beim Seitenwechsel, das Spiel zu analysieren. Was habt ihr gemacht? Habt ihr dem Gegner vielleicht zu häufig auf die starke Seite gespielt? Habt ihr zu häufig dem Gegner einfache Fehler geschenkt? Und dementsprechend solltet ihr versuchen, euer Spiel anzupassen und einen taktischen Wechsel vorzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel relativ häufig einfache Fehler gemacht habe, indem ich zu häufig auf den direkten Punkt gegangen bin, dann sollte ich vielleicht versuchen, mein Spiel dem weit umzustellen, dass ich versuchen sollte, mehr auf Sicherheit bedacht zu sein. Oder wenn ich merke, dass ich vom Gegner ständig mit der Vorhand entsprechend einen reingebraten bekomme, dann sollte ich vielleicht versuchen, den Gegner auf die Rückhand anzuspielen. Gut sind auch immer mal wieder Tempowechsel, wie zum Beispiel mal einen Slice einzustreuen, oder mal einen Stopperl einzustreuen oder mal einen hohen Ball auf die Rückhand des Gegners einzustreuen. Ist meistens sehr unangenehm. Wichtig ist nur, dass ihr euch mit dem Spiel auseinandersetzt und nicht einfach den gleichen Stiefel versucht weiter runterzuspielen, der euch vorher kein Glück gebracht habt. Versucht das zu ändern und dann werdet ihr sehen, ihr bekommt den einen oder anderen Punkt mehr. Und den dritten Tipp, den ich euch jetzt an die Hand geben möchte, ist, auf euch und auf eure Stärken zu vertrauen. Seid positiv, egal was passiert. Wer den Kopf hängen lässt und ständig negativ denkt, wird das Spiel sehr, sehr schnell verlieren. Das heißt, denkt immer an eure Stärken, versucht eure Stärken einzusetzen, versucht immer positiv im Kopf zu bleiben und man kann auch mal negative Emotionen rauslassen, wenn man entsprechend dann wieder sich auf die positiven Emotionen fokussiert. Immer positiv bleiben, sich anfeuern und immer daran denken, auch der Gegner kann Fehler machen und wird eventuell nicht auf diesem Niveau weiterspielen, auf dem er sich gerade befindet, beziehungsweise das Niveau nicht weiterspielen können, was er bis zum 0-4, 1-4 gegen euch gespielt habt. Das waren meine Tipps. Nächste Woche geht es weiter mit 3 Tipps, die ihr zur Matchvorbereitung machen könnt. In dem Sinne seid gespannt und wenn euch bis dahin nichts mehr einfällt, dann schaut hier einfach mal auf die Videos, die ich so auf meinem Kanal habe. Viel Spaß beim Zusehen und bis dahin, euer Martin.